Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die österreichische Innenpolitik dreht sich seit einigen Wochen sehr stark um den Ibiza-Untersuchungsausschuss, bei dem aufgeklärt werden soll, was nicht nur was passiert ist bei dieser berühmten Sitzung in Ibiza, sondern auch was nachher passiert ist und wie es überhaupt steht um die politische Korruption in Österreich. Die Akteure des Videos, die FPÖ-Politiker, sind vor diesem Ausschuss aufgetreten, Regierungsmitglieder sind aufgetreten, Wirtschaftsleute sind aufgetreten. Aber ob es wirklich neue Erkenntnisse gegeben hat über die politische Korruption in Österreich, ist umstritten. Medial überschattet wird die Ausschussarbeit durch Berichte, das ist ein riesiges Hickhack zwischen Oppositionsabgeordneten und der ÖVP besonders. Ob das wirklich der Fall ist, wollen wir diskutieren. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter, wo man immer eifrig bemüht ist, die Winkelzüge der österreichischen Innenpolitik aufzuklären. Und ich freue mich sehr, dass die Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Tomaselli ist Fraktionsführerin der Grünen und man liest ja, die Grünen tun sich da nicht immer so leicht, weil einerseits Treue zum Regierungspartner, andererseits die Tradition der Aufklärung, die es gibt in der Partei. Diese ersten Ausschusswochen, Frau Tomaselli, ist da wirklich eine Dynamik entstanden, die das überschattet, die Aufklärungsfunktion des Ausschusses durch das sogenannte Hickhack zwischen ÖVP, SPÖ, NEOS und anderen? Also ich finde, da haben Sie durchaus einen Punkt gemacht. Tatsächlicherweise können wir in der Berichterstattung in den letzten Wochen auch beobachten, dass sehr oft die Diskussion abgedriftet ist auf Nebenschauplätze. Das kann mir als Abgeordnete dieses Untersuchungsausschusses selbstverständlich nicht gefallen, weil wir sind ja dort, um Aufklärung und Kontrollarbeit zu machen und nicht, um uns mit uns selber zu beschäftigen. Das sei jedenfalls vorangestellt. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem auch zu betonen, wieso sind wir überhaupt in diesem Untersuchungsausschuss. Sie haben es gesagt, es hat alles mit dem Ibiza-Video begonnen, aber was wir jetzt im Untersuchungsausschuss machen, ist schauen, diese ganzen Aussagen, die dort gefallen sind, dubiose Vereinskonstruktionen, die Rolle von Wohlhabenden und ihren Einfluss oder dass man sich Medien und Meinungen kaufen kann. All diese Aussagen, die dort getroffen sind, da schauen wir hin. Ist es nur besoffene Prahlerei, wie Strache das ganz oft behauptet, oder haben die beiden dort ein politisches System beschrieben? Da schauen wir als Untersuchungsausschuss Schritt für Schritt dahinter. Entspricht das der Wahrheit, ja oder nein? Und diesen Sommer gibt es noch einen Durchgang, dann wird es im Herbst weitergehen bei diesem Untersuchungsausschuss. Ich freue mich sehr, dass Anneliese Rohrer gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Rohrer ist scharfzüngige Beobachterin der österreichischen Innenpolitik, genauso wie der Weltpolitik, schreibt unter anderem in der Presse. Und ich freue mich, dass Florian Klenk hier ist, Chefredakteur des Falter und jemand, der viel Lebenszeit im Untersuchungsausschuss verbracht hat. Oder kann man da überhaupt nicht weggehen? Wird man da abhängig davon, dass man dort bleiben muss, um zu schauen? Passiert vielleicht irgendetwas Unerwartetes und dann muss ich dort sein? Ja, das ist eine spannende Republiksstaffel, ne? Eine Soap, ne? Ibiza Teil, weiß ich nicht, 10. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich einer der spannendsten Ausschüsse. Sofern man nicht davon ausgeht, dass vor dem Ausschuss ein Politiker öffentlich gehängt und dann durchs Dorf geschliffen wird und man nachher der Meinung ist, die Republik hat sich jetzt grundlegend verändert. Sondern ein Ausschuss ist ein Kontrollgremium, wo dann die gewählten Volksvertreter die Exekutive verantwortlich halten. Und schon der Umstand, dass ein Vizekanzler oder ein ehemaliger Fraktionsführer, ein Clubobmann wie Gutenus und ein ehemaliger mittlerweile Glücksspielmanager und der Chef der allmächtigen österreichischen Beteiligungsagentur dort sagen, wir sagen nicht aus, weil wenn wir wahrheitsgemäß aussagen, würden wir uns strafrechtlich belasten, also Gefängnisstrafen riskieren, ist für mich schon so viel Erkenntnis, dass sich der Ausschuss gelohnt hat. Weil das heißt im Grunde nichts anderes, die können dort nicht die Wahrheit sagen, ohne in den Knast zu gehen.
Und das kommt mir zu kurz. Das kommt mir zu kurz, diese Erkenntnis. Genauso wie mir zu kurz kommt, dass wir dank des Ausschusses auch die Belege sehen konnten, wo sich ein FPÖ-Abgeordneter, Markus Czank, gleichzeitig auch Rechtsanwalt, als Vorstand eines vom Glücksspielkonzern Novomatic subventionierten Vereins selbst 30.000 Euro Gehalt genehmigt hat, selbst 3.000 Euro genehmigt hat für die Benutzung seiner eigenen Kanzlei und dann noch so tut, als wäre das Ganze ein wissenschaftliches Institut. Nein, die Novomatic hat den FPÖ-Abgeordneten Markus Czank mit Geld versorgt, mit gar nicht wenig Geld, 30.000 im Jahr plus 3.000 im Monat. Das ist eine Summe, die fast dem entspricht, was er als Abgeordneter verdient. Und gleichzeitig haben sie über Glücksspiellizenz gemacht. Das heißt, das ist ein voller Erfolg. Und der letzte Punkt, wir haben auch gelernt, dass die Behörden offensichtlich wie bei Kottern ermitteln, nämlich dass sie von oben, von Polizeipräsidenten Pilchs gehindert werden und eine relativ unfähige Truppe haben, die nicht fähig ist, einen Scan zu machen, weil es keinen Scanner haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, was medial geschrieben wird über den Ausschuss, dann ist der Florian Klenk da ziemlich allein auf weiter Flur mit dieser Beurteilung des Ausschusses. Frau Rohrer, wirklich ein Loblied auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss singt er in der jetzigen Ausgabe des Falter. Wirklich ein Erfolg bisher, ja, der Ausschuss? Ich weiß schon, der Herr Klenk wäre gern allein. In dem Fall. Freut mich, dass ich habe Sie offensichtlich missverstanden. Oder? Aber in dem Fall hat er einfach andere missverstanden, unter anderem auch mich. Ich bin völlig seiner Meinung. Da sind Sachen aufgetaucht in den 3-4 Wochen, die in anderen 10 Untersuchungsausschüssen so schnell nicht transparent wurden. Ich fand auch zum Beispiel diese Hofer-Aussage, wir haben uns das aufgeteilt 2:1, das hat, glaube ich, niemand 2:1 so bei der Posten. Bei der Besetzung von Aufsichtsratsposten. Also 2 ÖVP, 1 FPÖ. 1 FPÖ. Also da kamen und alle Sachen, die daher klingen, ich bin völlig seiner Meinung. Nur, wie Sie schon gesagt haben, wie sich der Ausschuss oder der Vorsitzende Sobotka und manche Abgeordneten verhalten haben und wie, muss ich leider sagen, Sie sind ja da irgendwie draußen, Sie tun mir ja leid, weil Sie eigentlich sollen es kontrollieren, aber nicht wirklich und so. Aber wie sich die Opposition neuerlich verhält, dass die nicht zu einer koordinierten Vorgangsfrageweise kommen, dass die nicht zu einer Strategie kommen. Es ist wie in den anderen Ausschüssen. Einer fragt was, der andere fragt dasselbe noch einmal. Und das Bild, das der Ausschuss in diesen Wochen in der Öffentlichkeit abgegeben hat, das habe ich unter größtmöglichen Schaden gemeint, weil es nämlich das Bild, das die Öffentlichkeit von allen anderen verunglückten Untersuchungsausschüssen hat, nur noch verstärkt. Kommt die Öffentlichkeit mit bei all den Dingen, die da aufgeklärt wurden und die der Florian Klenk nennt, oder ist die Öffentlichkeit nicht verloren, weil sich niemand in diesen Details wirklich so gut auskennt, Frau Tomaselli? Naja, also wie schon eingangs gesagt, wir untersuchen ja nichts anderes, als ob diese Aussagen, die getätigt worden sind im Ibiza-Video, ob die der Wahrheit entsprechen oder nicht. Und das waren halt auch viele Themen. Und dementsprechend haben wir jetzt auch viele Themen zu beackern. Es ist richtig, das ist herausfordernd, dass man da den Überblick behält, auch für uns Abgeordnete. Aber ich möchte nochmal auf etwas hinweisen, was dieser Untersuchungsausschuss von den anderen unterscheidet. Auch die Chancen und Möglichkeiten. Wir haben auch hier ganz neue Beweismaterialien. Also wir haben ganz viel von diesen angesprochenen Dingen schriftlich, nämlich per SMS. Also das hat auch der Untersuchungsausschuss aufgedeckt, dass ein angehender Vizekanzler während den Regierungsverhandlungen, nein, nicht nur einem, gleich 2 fast das gleichlautende SMS schreibt. Welches Gesetz brauchst du, damit ich dir helfen kann? Oder das ist der Walter Grubmüller beim Privatklinikfonds, auch ein Aufklärungserfolg vom Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das war das eine SMS. war von Herrn Strache. Von Herrn Strache an den Walter Grubmüller, den Privatklinikbesitzer. Und eine Minute davor, das ist noch nämlich nicht öffentlich so bekannt, ging fast dasselbe SMS an Peter Zanoni, der allgemein als Pokerkönig bekannt war. Auch er hat ein SMS von Strache bekommen: Bitte schick mir das Gesetz, damit ich den Wahnsinn in deiner Branche beenden kann. Liebe Grüße, Hatze.
früher wahrscheinlich nicht wahnsinnig anders, nur ist nicht über SMS gelaufen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an Sie. Also der Herr Finanzminister Blümel, der sagt, er weiß nicht mehr, ob er ein Laptop gehabt hat oder nicht in der früheren Tätigkeit. Ich meine, ehrlich, glauben Sie ihm das? Dass Ja, er das selbstverständlich nicht. Aber macht man sich da nicht lächerlich, auch als parlamentarisches Gremium, wenn man ununterbrochen sowas akzeptieren muss und Sie sagen, na, Sie glauben Ihrem Finanzminister nicht? Nein, aber da möchte ich jetzt für mich und alle meine Kollegen in dem Ausschuss sprechen. Also den Schuh, die Erinnerungslücken vom Finanzminister, den ziehen wir uns nicht an. Also wenn eine Auskunftsperson kommt und sich, wie viel Mal, 86 Mal, Herr Klenk, seiner Aussage, also dass er sich nicht mehr erinnerlich ist, ich meine, das ist richtig. Er tut dem politischen Gremium keinen Gefallen, aber er tut vielmehr sich keinen Gefallen, weil jeder da draußen kann sich sein eigenes Bild machen, was das heißt, wenn ein Spitzenpolitiker meint, er kann sich durchschlawinern, wenn es darum geht. Wenn die Abgeordneten wollen hier den größten politischen Skandal der Zweiten Republik aufklären und er meint, er kann sich da durchschlawinern. Aber er hält ja offensichtlich alle anderen für so dumm, dass sie so etwas glauben. Also, oder? Das ist jetzt schon die Frage, Florian. Wir vernebeln. Und ich werfe das ganz konkret auch vielen Kolleginnen und Kollegen vor, die berichten. Und ich halte das sozusagen, das ist ein strukturelles Problem auch des Journalismus, weil wir erleben diese Tickerei, wo sozusagen mit stenografiert wird. Wir erleben aber relativ wenige Reflexionstexte darüber, was dort eigentlich passiert. Und das halte ich für ein Problem. Das ist ein Agenturjournalismus, der aber diese Dinge nicht einordnet. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Kabarettisten die besseren Analysen über diese Ausschüsse schreiben müssen. Das, was dort passiert, ist Folgendes. Die Abgeordneten haben ganz kurz Zeit, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da jeder Abgeordnete hat. Und was passiert ist, dass der Ausschussvorsitzende, Herr Sobotka, praktisch immer, wenn es eine Frage gibt, die ihm nicht passt, hineinfährt und die Abgeordneten wie der Hauptschuldirektor aus Weidhofen an der Ibs maßregelt. Das geht so weit, dass er sie nur mit Nachnamen anspricht. Und Gerstl, Crispa, Tomaselli. Ja, eine Unart. Er ist einfach er übt dieses Amt nicht mit der Würde eines Vertreters einer Abgeordnetenkammer aus, sondern er sitzt dort wie der ÖVP-Direktor der Bezirksparteileitung Weidhofen an der Ibs, der seine Parteifreunde dort zur Raison ruft, wenn sie allzu kritische Fragen stellen. Und das färbt auf einmal in unserer Sicht der Analyse dieses Gremiums ab auf die Leute, die dort kritische Fragen stellen wollen. Und das ist eine Vernebelung, die stattfindet. Und dann, wenn die Stefanie Crispa sagt, mir geht es jetzt am Arsch langsam, was da passiert, nämlich wir uns dauernd unterbrecht, wir uns dauernd unterstellt, dass wir Suggestivfragen stellen, wo wir Fakten referieren aus den Akten, dann habe ich größte Sympathie für die Abgeordneten der NEOS und der Grünen, die das übrigens nicht schlecht machen, das sage ich nicht, weil sie am Tisch sitzen, sondern die diesen Spagat schaffen, und den Abgeordneten der SPÖ, eigentlich auch der FPÖ, muss man sagen, die sich da gegen den Stachel positionieren. Auch der Abgeordnete Hafenecker stellt hin und wieder eine intelligente Frage. Der Einzige, der sozusagen als Bodyguard auftritt, ist der Abgeordnete Gerstl, der als ehemaliger Polizist und Ministerialbeamter des Innenministeriums sozusagen immer so Filibusterfragen stellt und sagt, na, wie geht es Ihnen, Herr Minister, und haben Sie Ihren Job gut gemacht? Aber im Grunde genommen macht das Parlament dort saubere Arbeit. Das Problem ist nur, dass es in der Rezeption gelingt, das Ganze sozusagen mit der Nebelbombe des Hickhack als irgendeine Quatschbude, Entschuldigung, dass ich jetzt den Begriff verwende, die nichts weiterbringt und das hat keinen Sinn. Und es geht so weit, vielleicht noch als Schlusspoint, das hat der Florian Schäuber aufgeschrieben, der Kurier hat eine Umfrage veröffentlicht, wo nachher offensichtlich 70% oder 76% sagen, also dieser Ausschuss bringt nichts. Die Frage war aber anders gestellt. Die Frage war gestellt, glauben Sie, dass sich nach dem Ausschuss etwas ändern wird? Und da haben 76% gesagt, nein. Und das ist so ähnlich, wie wenn der Schäuber hat das geschrieben, wenn ich sagen würde, halten Sie Tempobeschränkungen für sinnvoll? Wenn ich in Wirklichkeit frage, glauben Sie, dass sich die Leute daran halten? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wie ist das, Frau Rohrer, ist der Verdacht berechtigt, dass das gewollt ist, zum Beispiel von der ÖVP? Das ist, glaube ich, kein Verdacht. Ich bin ja so fasziniert von dem Ausmaß, für wie blöd eigentlich. Erstens also die Vernebelung die Journalisten, bewusst. Zweitens die Leute, die sich dafür interessieren, für wie blöd man sie wirklich halten kann. Natürlich, das ist so vordergründig. Das ist eine so klare Stinkefingerpolitik. Ja? Habt's mich gern. Ja, wir sind jetzt populär, macht's, was ihr wollt.
dass das ja geradezu schon atemberaubend ist. Ich verstehe ja die Abgeordneten nicht, warum sie sich das gefallen lassen. Nun gut, eine Auskunftsperson kann man nicht zur Aussage zwingen, ja, kann sich aber auch nicht... Gut, wenn er strafrechtlich involviert ist, ja, kann er sich... Aber es ist bezeichnend, dass ein Vizekanzler, der immer sagt, Strache, der immer sagt, dass ich werde reinen Tisch machen und ich werde also vor den entsprechenden Tribunalen alles offenlegen, in dem Moment, wo er vor den gewählten Mandataren sitzt, nicht vor irgendeinem Bierzelt, sondern vor wirklichen Vertretern, den demokratisch legitimierten Vertretern von uns allen, dass der dort sitzt, das Vizekanzler, und sagt, ich gebe euch keine Antwort, weil ich könnte mich damit selbst belasten. Na, was brauche ich noch? Was brauche ich denn noch? Was soll ich ihm jetzt noch irgendwie, soll man jetzt noch teeren und federn oder soll man irgendwie durch die Stadt jagen? Er hat sich offenbart. Er war korrupt. Er hat die Republik der Oligarchennichte Milliarden Strabag-Aufträge versprochen und sie haben Vereine gehabt, das wissen wir jetzt, die von der Glücksspielindustrie mit 200.000 Euro gesponsert wurden und das Geld hat die FPÖ abgehoben. In Summe haben sie 1,2 Millionen Euro kassiert. Die FPÖ ist, das kann man hier hineinsagen in dieses virengeschützte Mikrofon, eine korrupte Partei. Das ist die Erkenntnis des Ausschusses. Der Verdacht der Frau Rohrer, wo sie sagt, das ist kein Verdacht, und das ist offensichtlich, das ist gewollt von der ÖVP, dass da übrig bleibt Tickhack und nichts herauskommt, ist eigentlich ein Schaden für den Parlamentarismus, ein bewusst in Kauf genommener Schaden für den Parlamentarismus, denn so ein Gremium ist ein wichtiges Gremium des Parlaments. Und Sie sagen, ich bin naiv, wenn ich das sage? Ja, nicht böse sein. Erstens einmal, jeder Untersuchungsausschuss unter diesem Aspekt, nicht jeder, vielleicht einer hat was gebraucht. Ja? Weil wir haben immer, es ist ja schon ein Selbstläufer, auch bei den Journalisten habe ich den Verdacht. Wir schreiben immer, das bringt nichts und das hat keinen Sinn und das ist ja. Jeder noch, ich meine, das ist ja keine Überraschung. Ja, die Frage ist, warum man es jetzt nicht besser macht und warum die Abgeordneten das Ruder nicht herumreißen. Ich finde, die machen das nicht so schlecht. Ich finde auch dieses Framing, dass dieser Ausschuss nicht gut gemacht wird oder dass die Abgeordneten dort nicht akkordiert werden. Ich erlebe das nicht. Ich meine, ich war jetzt in den letzten 2, 3 Sitzungen, konnte ich nicht dabei sein, aber ich habe das nicht so erlebt, sondern im Gegenteil. Am ersten Tag oder am zweiten Tag hat ein Oberstaatsanwalt ausführlich geschildert, wie schlampert die Ermittlungen sind. Der Innenminister und die Justizministerin haben geschildert, wie wichtige Beweismittel nicht hergebracht werden. Der FPÖ-Abgeordnete Czank hat Einblick gegeben in die Buchhaltung seines Vereines, der gesponsert wurde. Wir haben nachher erfahren vom Herrn Blümel, dass er keinen Laptop hat. Währenddessen hat der Kollege von den Neos das Foto gegoogelt von Instagram, wo der Blümel mit dem Laptop sitzt und die ganze Republik hat verstanden, dass der Blümel dort nicht die Wahrheit sagt. Wir erleben, dass der Ausschussvorsitzende Sobotka Vorstand eines Vereins ist, der von der Novomatic gesponsert wird und gleichzeitig untersuchen soll, ob die Novomatic Vereine von politiknahen Organisationen gesponsert hat. Das ist auch eine wunderschöne Erkenntnis. Der Verdacht, was wollen wir mehr? Der Verdacht, dass von der ÖVP das gezielt sozusagen als Hickhack gespielt wird, teilen Sie den? Ja. Um das alles zu verdecken? Ich kann nur beobachten, was passiert. Und da gibt es auch sonst noch Akteurinnen und Akteure in dem Zusammenhang, die auch den Run auf die Schlagzeile haben. Aber mit Sicherheit gibt es auch diejenigen in diesem Untersuchungsausschuss, denen die ganze Veranstaltung äußerst unangenehm ist. Verständlicherweise unangenehm ist. Und wie kann ich dem am besten entgehen? Indem ich halt eben versuche zu vernebeln und versuche eben so Nebengeschichte wie jetzt dieser berühmt-berüchtigte Sager hochzuziehen und hochzustilisieren, als ob das die Meldung Nummer 1 ist. Was nämlich schade ist, weil das dann eben genau das Bild zeichnen könnte, dass man sagt, ja, der Untersuchungsausschuss bringt nichts und das ist nur teuer, ist kürzlich auch gefallen, das ist alles viel zu teuer, weil es so nicht stimmt. Ich bin da jeden Tag, und das ist auch nicht meine Wahrnehmung, zum Beispiel ist vielen auch nicht bekannt, dass die Geschichte mit dem Privatklinikfonds, dass davon nicht nur ein FPÖ-Spender profitiert hat, sondern eben auch ÖVP-Spender. Das kommt bitte direkt aus dem Untersuchungsausschuss. Da bin ich und mein Team haben uns ganz genau angeschaut, wer sind die Nutznießerinnen und Nutznießer dieser Erhöhung und haben geschaut, wer sind die Eigentümerinnen und Eigentümer und haben dann gesehen, ah ja,
da gibt es eine Überschneidung. Und wir haben dann damit dann auch gleich den Strache konfrontiert im Untersuchungsausschuss. Und damit war die Geschichte schon auch im Raum. Also es ist auch wichtig, finde ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuseherinnen und Zuseher zu sagen, wir machen hier wirklich wichtige Aufklärungsarbeit. Die Frage ist, was die Erwartungshaltung ist. Das ist mir auch nicht ganz klar. Das muss man einfach, finde ich jetzt, auch sagen, wir sind dort keine Parallelstaatsanwaltschaft, wir sind auch keine Hobbyermittler, wir klären dort politische Verantwortlichkeiten. Würde das anders laufen, wenn es Fernsehdirektübertragungen gäbe dieses Ausschusses? Also wir wissen, dass die Untersuchungsausschüsse im amerikanischen Kongress natürlich im Fernsehen, Ausschüsse im Europaparlament natürlich im Fernsehen. Wäre dann wahrscheinlich doch ziemlich anders, das heißt, die Vernebelung wäre schwieriger, oder? Ich schaue mir die Befragung im US Congress selber gerne an, weil sie nicht nur aufklärerisch sind, sondern auch unterhaltsam natürlich für Homo Politico und das bin ich. Ja, und selbstverständlich, ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wenn man zumindest Teile, ich würde es jetzt nicht pauschal sagen für die kompletten Befragungen, dass die Öffentlichkeit immer die Aufklärung maximiert und darum soll es am Ende gehen, aber zumindest für Teile der Befragung wäre das sicher ein Mittel, damit wir besser hinaustransportieren können, was der Untersuchungsausschuss auch tut und leistet. Also ich glaube, dass er überhaupt er braucht ein anderes Setting. Ich glaube, dieser Raum, in dem das stattfindet, ist zu klein, zu eng, zu stickig. Es braucht eine ordentliche auch einen Raum für das Publikum. Es sollten dort auch nicht nur Journalistinnen und Journalisten sitzen dürfen, sondern eigentlich jeder wie in einem Gerichtssaal. Selbstverständlich gehört es live gestreamt, vielleicht zeitverzögert, dass man gewisse Dinge oder Äußerungen piepen kann, wann dort irgendwas passiert. Ja, wäre ja eine Möglichkeit, dass man es einfach um 2 Stunden verzögert. Und selbstverständlich gehören die meisten Akten, die ihr dort zitiert und verwendet, auch öffentlich gemacht. Es gibt keinen Grund, warum man die Chats des Herrn Strache, wo es um Postenvergabe geht, nicht ganz offiziell einlesen können. Und warum passiert das nicht? Weil die ÖVP nicht will. Weil die ÖVP nicht will, oder besser eigentlich bis auf die Grünen und die Neos wahrscheinlich auch. Ich meine, die Grünen machen nicht sehr viel Druck zugegeben, aber dafür muss man auch Verständnis haben. Nein. Also jetzt muss ich mich kurz zur Wehr setzen, weil die Regeln haben nicht die Grünen gemacht, Frau Rohrer. Das ist weit vor meiner Zeit passiert. Es war noch 2013, kommt diese Verfahrensordnung und die sagt halt, das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Die sagt halt, dass die liefernde Behörde sagt, in welcher Geheimstufe was geliefert wird. Und das macht am Ende des Tages bitte auch Sinn. Hier werden auch Persönlichkeitsrechte kommen davor von Dritten und so. Die sind natürlich schützenswert. Dann gibt es anderes, was natürlich überwiegend öffentliches politisches Interesse und das gehört an die Öffentlichkeit. Ich glaube über die Fernsehübertragung. 100% Fernsehübertragung. Ich rede jetzt aber über die Akten. Aber ich würde mir auch wünschen, dass sich sozusagen, und jetzt reden wir mal nicht über die Politiker und die Regierung, ich würde mir auch wünschen, dass es sozusagen im Journalismus eine Professionalisierung in der Berichterstattung über solche Ausschüsse gibt. Ich war in der Pressekonferenz von Jan Greiner, SPÖ, und ich habe ihm dort die Frage gestellt, welche Akten er heute, es war die Befragung von Sebastian Kurz, und ich habe ihm gefragt, welche Akten wir da vorlegen, und dann steht dort Greiner und sagt, ja, er hat da also ein Aktenstück, ein Schriftverkehr zwischen der ÖVP und der Erste Bank, wo die Erste Bank sich eine schwächere Finanzmarktaufsicht wünscht, oder sozusagen das Aufsichtsgremium soll besetzt werden mit mehr Bankenvertretern, also damit die Bankenvertreter über die Bankenvertreter wachen. Und es ist aber erstaunlich, weil nämlich zur gleichen Zeit hat die Erste Bank der ÖVP relativ viel Geld gespendet. Und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, das ist aber jetzt eine ordentliche Politbombe. Das wird jetzt irgendwie, sitzt da keiner, zitiert ein Dokument, wonach die Erste Bank der ÖVP Geld spendet, und dann wünschen sie sich eine andere Finanzmarktaufsicht, und irgendwie hat der Gutenos auch noch im Ibiza gesagt, die Finanzmarktaufsicht, die schaffen wir ab. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Politbombe. Dann bin ich rausgegangen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, den meisten Leuten, die dort gesessen sind, war das wurscht. Das wäre so, wie wenn der Greiner dort gesagt hat, heute gibt es zum Mittag Erdäpfelschmarrn mit Bratwürsteln statt Kaiserschmarrn. Ne? Also es ist auch so eine Abstumpfung. Es ist irgendwie allen egal. Ja? Es ist wurscht, das wissen wir alle. Und das muss sich ändern. Ich glaube, das ist so auch manchmal so Kommentare, dass man, ist ja schlimm, dass die da jetzt nicht ordentlich antworten, aber sie werden damit durchkommen. Also ich habe jetzt das Gefühl, das ist so ein Journalismus, so ein Dorf. Das ist eine Grundstimmung natürlich im Land,
die antidemokratisch ist, die davon ausgeht, okay, Politiker sind sowieso alle korrupt, daher aber das ist ja nicht wahr. Und das ist natürlich das stimmt ja nicht. Ne? Das ist eine antidemokratische Grundstimmung. Welche Begriffe verwenden Sie immer, die Vorderbühne und die Hinterbühne? Ne? Jetzt finde ich es aber sehr interessant, dass Sie auf der Hinterbühne stehen bleiben und den Journalismus für das verantwortlich. Nein, nicht verantwortlich. Ich sage, wir müssen uns professionalisieren. Also das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Lass uns die Frau Rohrer den Journalismus verteidigen. Weil wichtig wäre für mich zum Beispiel, wir würden uns alle darauf verständigen, dass öffentlicher Druck erzeugt wird, dass es zu Fernsehübertragungen kommt. Das würde helfen. Dann gibt es natürlich Politiker, die sagen, um Gottes Willen, wenn die Öffentlichkeit sieht, wie ihr euch dort aufführt. Das war nämlich bei den Plenarsitzungen auch das Argument, das können wir nicht machen. Ja? Aber in Wahrheit, wenn es in Deutschland passieren kann, wenn es in Amerika passieren kann, da müssten die Journalisten einen Druck aufbauen und nicht von ihnen jetzt Zensuren kriegen, wie sie sich im Ausschuss das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Mir geht es nicht darum, dass ich Zensuren verteile. Mir geht es um eine Qualitätsdiskussion. Mir geht es darum, dass wir auch als Journalisten darüber nachdenken, wie wir aus diesen Ausschüssen berichten. Und was ich sehe, ist, dass es sozusagen ein sehr professionalisiertes Live-Tickern gibt, wo die Leute mitlesen können, was passiert. Da wird von allen Medien sehr viel Ressourcen investiert. Da sitzen wir stundenlang und tickern mit, damit man sozusagen das lesen kann, was eigentlich im stenografischen Protokoll nachzulesen ist. Aber die Ressourcen, das ist keine Zensur, sondern das ist einfach ein darüber überlegen, wie wir richtig berichten können, das Einordnen. Die höhere Perspektive, raus aus dieser Kurzatmigkeit, die größere Linie zu ziehen. Was passiert da eigentlich? Was macht der Nationalrat da eigentlich? Wofür ist er eigentlich eingesetzt? Und das rauskommt. Genau. Und was ist da rausgekommen? Und nämlich auch zu erkennen, dass schon etwas herausgekommen ist. Und nicht immer nur sagen, ja, kommt eh nichts raus. Das fehlt mir. Und das kann man jetzt sagen als Medienkritik, und da nenne ich den Falter mit. Ja, ich sage gar nicht, dass wir da außerhalb des Systems stehen, sondern so wie in der Gerichtsberichterstattung sehr oft nur das kleine Bezirksgericht mit der kleinen, ich weiß nicht, so die Ulrich Seidel, da sitzen sie. Nämlich, was ist klar, also genau hinzuschauen? Journalismus reflektiert, das, was in der Politik passiert, spielt natürlich eine gewisse Rolle. Ich möchte doch eine Frage klären hier. Wissen wir jetzt, wie das wird mit dem berühmten Video? Wir wissen, das Video ist, es gibt wahrscheinlich mehrere Videos, die Polizei hat das Justizministerium hat das, die Öffentlichkeit hat es nicht, was ich auch sehr problematisch finde. Es hat die Republik erschüttert, aber wir haben nur die 6 Minuten oder 7 Minuten und nicht die gesamte Öffentlichkeit, nicht einmal die Abgeordneten haben es. Was wird da passieren? Wird das an den Ausschuss kommen, wird das in die Öffentlichkeit kommen, Frau Abgeordnete? Also wichtig ist, glaube ich, auch zu betonen, dass wir die wesentlichen Aussagen, wesentlichen Aussagen wissen wir, und die 6 Minuten haben immerhin dafür ausgereicht, dass wir eine ganze Regierung gestürzt haben. Also das muss man schon auch mal sagen. So. Was es anbelangt mit der Videolieferung, also das ist allgemein bekannt, das Bundeskriminalamt hat es über mehrere Wochen, jetzt hat es die Staatsanwaltschaft, die WKStA hat es schon mehrere Wochen, und wenn Sie mich fragen, wird es nicht mehr lange dauern. Ist das aber wir haben keine Informationen als Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Klar, es ist ein Beweismittel auch für den Untersuchungsausschuss. Wir werden es jedenfalls. Also ich kann nicht beruhigen, es wird kommen, weil es ist Teil des Strafaktes. Das heißt, alle Beschuldigten in dem Verfahren, und das sind relativ viele, haben Akteneinsicht. Das heißt, irgendwer wird sich diesen Stick kopieren und wird ihn dann irgendeinem wahrscheinlich Boulevardmedium, das ein bisschen was zahlt dafür, nehme ich mal an, zur Verfügung stellen. Und du wirst es auf YouTube, du wirst dir die 12 Stunden auf YouTube anschauen. Ob das der ganz saubere Weg ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es muss an die Öffentlichkeit. Frau Rohrer, all das, was wir hier jetzt erfahren haben in diesen Wochen, Ibiza-Ausschuss, wenn man zurückblickt in die Zweite Republik, ist das so, wie es eigentlich immer war? Oder ist das ein Ausmaß an politischer Korruption, dass das, was traditionell in diesem Land präsent war und was dieses Land nicht die Demokratie zerstört hat, nicht die Republik zerstört hat, das über das hinausgeht? Also erstens einmal muss man sagen, es war nie irgendetwas auch nur annähernd so wie dieses.
Zum Zweiten muss man sagen, die Zeiten haben sich natürlich geändert, weil viele Sachen, die wir jetzt, so wie 2:1 oder 50-50 oder so, die wir jetzt als anstößig empfinden, die haben auch wir jahrzehntelang durchgehen lassen und das war halt so und das ist halt so. Auch die Vereine, auch die Inserate, wir wussten das alles. Ja, dass es Gesetze dafür gibt. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert. Und daher wäre es jetzt wirklich schade, wenn daraus nicht Konsequenzen gezogen werden. Nur, ich meine, ein bisschen so geschammig tun, als wäre das plötzlich aufgepoppt. Das ist ja nicht so. Man muss ja dem Strache dankbar sein, dass er einfach so dumm war. Und das jetzt auf den Tisch gelegt hat. Vielleicht wird das in irgendeiner Weise heilsam für die Republik. Das war ein Falter-Talk über Querschüsse rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer hier im Sitzungszimmer des Falter. Im Falter wird jede Woche versucht, hinter die Kulissen zu blicken und all diese Intrigen zu erklären, zu entblättern. Wenn Sie nicht immer ganz verstehen, was passiert im Ibiza-Ausschuss, abonnieren Sie den Falter. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.